Morgen! Heute ist Sonntag, erster Advent und wie es bei mir so normal ist, schlafe ich leider am Wochenende auch nicht sehr lange. Ich war um kurz nach 5 wach, gucke aus dem Fenster und sehe den Nebel meines Lebens. Und da dachte ich, verdammt, ich wollte doch eigentlich noch mal ordentlich Nebel fotografieren. Und letztens fiel mir gerade auf, die alte Harburger Elbbrücke, das ist die hier im Hintergrund, die wollte ich auch schon immer mal im Nebel haben. Na, nur ist natürlich so eine Sache, ich wohne am Ratzeburger See, Hamburg, das sind noch locker, 65 Kilometer, hoffentlich hält sich der Nebel. Wetter-Apps geguckt, ja, Luftfeuchtigkeit war auch irgendwie bei 95%. Fahr mal rechtzeitig los, falls es denn doch nichts wird, fährst du halt woanders hin. Aber es ist was geworden. Schaut euch mal diese Suppe hier an. Das ist der absolute Hammer. Da werde ich jetzt mal ordentlich Knipsi machen, würde ich mal sagen. Und es bietet sich an, das wird heute auch wieder verdammt schwarz-weiß, glaube ich. Und schauen wir mal, was das so wird. Heute ist natürlich leider Sonntag, das heißt, es ist wenig los hier. Zumindest habe ich jetzt noch keinen Fotografen hier, der im Weg steht, was natürlich super ist. Ist nämlich auch eine sehr beliebte Location. Aber ich hätte gern mal vielleicht den einen oder anderen Fußgänger, der mir so entgegenkommt. Kann natürlich noch kommen. Oder ein Radfahrer. Aber nur, wenn er Licht anhat. Ne? Ist ja auch so eine Sache. Radfahrer fahren ja eigentlich nie mit Licht. Gut, also Stativ steht hier schon rum. Pflanze ich mal meine Kamera rauf. Suchen wir mal einen Spot. Genaue Ausrichtung. Möglicherweise wird es heute quadratisch. Das werden wir mal sehen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich mich genau hinstelle. Jetzt da, wo ich gerade stehe, ist es scheinbar noch nicht ganz ideal, weil ich habe durch den Nebel diesen Lichtschein so ein bisschen mit im Bild. Und ja, ich habe jetzt das 16 bis 35 drauf. Könnte jetzt noch ein Stück vorgehen, dass ich halt vor diesem Lichtschein stehe. Das werde ich mal gucken, ob es nicht schon zu dicht dran ist. Ansonsten gehe ich halt ein Stück zurück. Dann habe ich die Laternen mit im Bild. Was sicherlich auch nicht schlecht aussehen kann. Also bin jetzt ein Stück vorgegangen. Ich stehe eigentlich jetzt genau neben der Laterne. Ja, sieht ganz gut aus. Allerdings sind wir jetzt sehr dicht dran. Ich kann zwar auf 16 mm runtergehen, ich habe auch noch genug Luft, aber irgendwie wirkt es ein bisschen verzerrt. Ich fotografiere es trotzdem mal. Ich bin dann allerdings eben auch mal zum Gucken einmal ein Stück nach hinten gelaufen, sodass ich die Laternen im Bild habe. Ein bisschen weiter reingezoomt, das sieht deutlich besser aus. Also machen wir mal beides. Übrigens ist mir eben auch schon ein Radfahrer mit Licht sehr vorbildlich entgegengekommen. Also die Chance auf den Shot des Tages, die ist auf jeden Fall da. Mal schauen, ne? Es ist übrigens jetzt auch schon ein bisschen kälter geworden. Also wir haben jetzt Dezember. Gestern auf dem Weihnachtsmarkt in Lübeck gewesen. Da hatten wir schon 2 Grad. Aber heute habe ich noch keine Handschuhe an. Kann sie mir noch in die Tasche stecken. Habe allerdings Handschuhe mit. So ist es nicht.
Ich bin mal gespannt, wie ich das nachher hinbekomme. Im Moment habe ich noch eine relativ geschlossene Blende, so Blende 11. Wenn mir ein Rad entgegenkommt, muss ich ja eigentlich ein bisschen kürzer belichten. Ich habe jetzt hier nämlich eine Belichtungszeit von 30 Sekunden bei Blende 9. Das sieht schon mal sehr nice aus. Dieses Kunstlicht sieht ein bisschen merkwürdig aus. Vielleicht probiere ich mal den Clear Night Filter von Nisi. Den habe ich sonst noch nie ausprobiert. Mal sehen, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Soll ja eigentlich was bringen, aber irgendwie, ich habe den jetzt seit 2 Jahren oder so und noch nie sinnvoll eingesetzt. Weil ich irgendwie immer nur in der Natur bin und da eigentlich kein Kunstlicht habe. Hier ist heute mal ein Sonderfall. Also mache ich mal den Filter drauf. Normalerweise bin ich ja immer alleine unterwegs, wenn ich jetzt filme. Bis jetzt gab es eigentlich nur eine Ausnahme. Und ich hatte schon gedacht, oh, lohnt das überhaupt hier hinzufahren? Weil Harburger Elbbrücke ist eigentlich ein Motiv bei Nebel. Das ist Pflichtprogramm. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, man steht hier Schlange. Und hier ist niemand. Mir ist jetzt erst, seitdem ich hier bin, ein einziger mit dem Fahrrad entgegengekommen. Also das mit den Lichtspuren vom Fahrrad könnte auch schon ein bisschen schwer werden. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich das realisieren kann. So, das Bild ist fertig. Ja, was ich jetzt davon halten soll mit Clear Night Filter, bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ohne sieht es relativ farblos aus. Hier an der Seite so ein leichtes Lila. Das ist aber kein Tageslicht oder so. Das sind alles diese, ich weiß nicht, ob das Quecksilber-Dampflampen sind oder so, keine Ahnung. Oder irgendwas anderes. Und mit Clear Night Filter sind die Farben deutlich intensiver geworden. Für Nebel ist das eigentlich nicht so ganz mein Ding. Aber mal sehen, ob ich das wirklich farbig lasse oder doch eher schwarz-weiß mache. Das ist ja eine Option, die kann man sich ja offen lassen. Ich muss ja nicht vor Ort in schwarz-weiß fotografieren. Die leichte Feuchtigkeit auf dem Boden, das ist natürlich genau das, was das so ein bisschen ausmacht. Die Spiegelung von den Lampen auf den Boden, das ist echt das i-Tüpfelchen heute. Also super, hat sich definitiv gelohnt. Ja, nun kann ich dieses Motiv auch wahrscheinlich echt abhaken. Weil das ist ja auch immer so ein Gefühl, das musst du auch noch machen, das brauchst du. Ja. Mache ich das Ganze vielleicht nochmal in Querformat? Probieren wir mal aus, ne? Ob das überhaupt drauf passt.
habe gerade eben gesehen, dass ich mich immer vertan habe. Der Filter heißt nicht Clear Night, sondern Natural Night. Und ich habe nämlich eben gerade mal den Filter runtergenommen im Live View und dann gesehen, Alter, wie sich das Bild verändert. Und wie das aussieht, das zeige ich euch mal. Moment. Ich mache das mal anders. Ohne Filter. Mit Filter. Ohne. Mit. Ohne. Mit. Krass, ne? Ich bin jetzt noch mal ein Stück weiter nach hinten gelaufen und ein bisschen mehr Brennweite. Denke mal, das sieht noch ein bisschen besser aus. Dann kippt dieses Tor nicht so, dieses Portal. Irgendwie mal sehen. Und dann werde ich gleich wahrscheinlich noch mal ein Stück auf die Brücke raufgehen, sodass man nicht mehr das Portal drauf hat, sondern diese Struktur von den Brückenbögen, von den Trägern. Das ist auch nochmal sehr interessant. Was ich allerdings schade finde, immer nur ist es bis jetzt kein Mensch mehr vorbeigekommen. Also kein Radfahrer, gar nichts. Naja, es ist Sonntag, ne? Wäre ich jetzt Montag hier, wäre das alles kein Ding. Dann würde ich mich wahrscheinlich vor Radfahrern gar nicht retten können. Aber heute ist Sonntag, erster Advent, schlafen sie alle aus. Naja, Pech gehabt, ne? Aber trotzdem ist das Motiv auf jeden Fall richtig, richtig geil. Obwohl ich hier so ein bisschen ausgefressene Highlights habe jetzt in den Lampen, finde ich das gar nicht mal so schlecht, weil wir so einen Glow-Effekt drumherum haben. Und das macht eigentlich das Ganze eigentlich relativ ansehnlich. Ich darf allerdings nicht vergessen, durch den Nebel muss ich öfters mal vorne die Linse bzw. den Filter sauber machen. Sonst haben wir Schlieren im Bild.
Verdammt, auf den Radfahrer war ich jetzt eben nicht vorbereitet. Naja, was soll's. Ich denke mal, das war's hier von der alten Harburger Elbbrücke. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass ihr mich jetzt auf über 5000 Abonnenten gebracht habt. Das ist der absolute Wahnsinn. Das hätte ich nie gedacht. So, ich sattel jetzt die Hühner und werde nach Hause fahren, werde den Frühstückstisch decken und dann werden wir gemeinsam den ersten Advent verbringen. Also meine Freundin und ich, ja. Ich werde wahrscheinlich am Rechner sitzen und dieses Video schneiden. So, gut. Das war's von mir für heute. Tschüss, euer Dennis.